Good morning, everyone. Although I don't know if it's morning when I upload the video or when you watch it, but for now, good morning. And yeah, from today on, I actually plan to do subtitles for my videos because, as I said, I want to talk in German language with you. And I think if you need it, you can use English subtitles. So I will try to, find out how YouTube works with subtitles, and then you probably are already able to, set them on. So from now on, I will speak German. Ja, bevor wir in den nächsten Wochen wahrscheinlich mehr über andere Themen sprechen und mehr Praxis versuchen werden, möchte ich heute nochmal ein paar Präpositionen ergänzen, die ebenfalls, denke ich, wichtig sind und die wir in den letzten beiden Lektionen noch nicht so sehr bearbeitet haben. Zuerst über und zwischen. Und zwar sind sie auch aus der Kategorie Dativ oder Akkusativ. Und damit können wir diese Gruppe auch schon abschließen. In eurer Liste habe ich außer auch in diese Kategorie geschrieben, aber ja, streng genommen hat außer keine Akkusativ-Anwendung. So, deshalb könnt ihr außer eigentlich in die Kategorie Dativ versetzen. Ich werde später eine aktualisierte Version der PDF nochmal hochladen für die Präpositionen. Über hat zwei englische Übersetzungen, und zwar je nach Kontext entweder over oder about. Wenn wir über ein Thema sprechen, ist es about im Englischen. Wenn wir aber etwas über etwas legen oder uns über einem Ort befinden, dann ist es over. Ja, und um es nochmal darzustellen, auf ist direkt auf etwas, über ist weiter oben. Zum Beispiel hier unter, in, auf, über. Ja, wenn es um Positionen geht, ist das ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ja, zum Beispiel das Brot liegt über der Kaffeemaschine. Es ist nicht direkt auf der Kaffeemaschine, sondern irgendwo vielleicht im Regal über der Maschine. Oder mein Nachbar wohnt über mir. In diesem Satz können wir auf nicht benutzen. Das funktioniert nicht. Es wäre sehr, sehr seltsam. Ja. Und hier haben wir auch Möglichkeiten, den Akkusativ zu verwenden. Und zwar in den folgenden Sätzen. Ich lege meine Dokumente über deine. Legen ist das Verb, deshalb brauchen wir den Akkusativ. Oder ich gehe über die Brücke. Da wir die Präposition über eher selten mit den Verben stellen, setzen oder legen benutzen, habe ich hier noch ein Beispiel mit gehen benutzt. Ich gehe über die Brücke. Und für zwischen habe ich folgende Sätze. Ich setze das Komma zwischen beide Satzteile. Ja, das ist eine Methode, wie wir Sätzen benutzen können. Ich setze ein Komma oder ich setze einen Punkt in einen Satz. Ja. Oder ich lege die Gabel zwischen das Messer und den Löffel. Ja, ihr wisst, in Deutschland, ne, Gabel, Messer, Löffel. Und ich denke, die Reihenfolge ist nicht so wichtig, aber manche Leute sehen das ganz anders. Das Messer muss rechts sein, der Löffel muss links sein und in der Mitte ist die Gabel, wie in meinem Satz. So. Und ja, über hat noch eine weitere Funktion, wie ich schon gesagt habe, das englische about. Und hier habe ich auch zwei Beispielsätze. Wir sprechen heute über das Thema bla 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 bla. Oder denkst du über meinen Vorschlag nach? Do you think about what I offered? Or do you think about my offer? Or we speak about this topic today. Yeah. So it's about here. Und da brauchen wir auf jeden Fall den Akkusativ. Die nächste Präposition ist bei. Und bei wird normalerweise benutzt, um auszudrücken, wo man gerade ist, wenn es sich um eine Person handelt oder wieder um eine Marke eines Geschäfts. Zum Beispiel, ich bin bei Starbucks oder ich bin bei McDonald's. Da benutzen wir die Präposition bei. Theoretisch kann man auch in benutzen, aber bei ist besser. Und ein paar weitere Beispielsätze. Ich übernachte bei meinem Freund oder wir treffen uns bei der Familie oder bei mir zu Hause ist es immer sauber.
Yeah, I sleep over at my friend's place. We meet at at the family, and at my home is always clean. So you can use by here. Und es gibt noch eine zweite Funktion, wann wir da die Präposition bei benutzen. Und zwar, wenn wir ausdrücken, dass wir gerade dabei sind, etwas zu tun. Wir tun gerade etwas, wie im Englischen I am ing. Ja, the progressive form. Zum Beispiel bei der Arbeit sein. I am working in English. Auf Deutsch können wir das auf zwei verschiedene Arten ausdrücken und eine Art ist, ich bin bei der Arbeit. Das impliziert nicht den Ort, wo wir sind, sondern es impliziert, was wir machen. Wir arbeiten jetzt. Oder ich bin beim Fußballspielen. Bei dem Fußballspielen, oder Deutsche generell benutzen normalerweise die Kurzform beim, ja, oder beim Schwimmen. Ja, ich schwimme jetzt gerade. I am swimming, I am playing football or I am working. In einem ganz simplen Satz, in dem wir einfach nur ausdrücken, was wir gerade tun, ist bei sicherlich eine sehr gute Lösung. Wenn wir allerdings einen längeren Satz haben, in dem die Hauptinformation ist, was wir zu dieser Zeit oder in dieser Zeit tun, dann benutzen wir gerne auch die Präposition während. Während ist im Englischen entweder while oder during. Und ja, im Deutschen während ist normalerweise eine Genitivpräposition. Ich habe euch hier 3 Beispiele gegeben. Während der Werbung schlafe ich ein. Nominativ ist die Werbung, deshalb hier Genitiv während der Werbung. Oder während der Corona-Krise ist es langweilig. Natürlich, wisst ihr alle. Oder es ist kalt während dieses Sommers. Das sieht etwas schwieriger aus, während dieses Sommers. Aber der Genitiv ist generell etwas schwieriger. In diesem Fall, wenn es männlich oder neutral ist, müssen wir am Ende des Nomens ein S hinzufügen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ihr das schon gelernt habt, aber ich habe es hier einmal unterstrichen. Während des Sommers oder während dieses Sommers. Okay, nun gibt es eine zweite Möglichkeit und hierzu habe ich die Sätze auf der rechten Seite mit bei einmal zum Vergleich mit den Pfeilen versehen. Und zwar kann ich stör mich nicht bei der Arbeit auch mit während ausdrücken. Stör mich nicht, während ich arbeite. So while I am working, don't disturb me, please. Oder während ich Fußball spiele, fühle ich mich gut. While I am playing football, I feel great. Oder ich entspanne, während ich schwimme. Same here. Und deshalb ist es, wenn man es direkt vergleicht, sehr interessant. Wenn wir bei benutzen, brauchen wir eine nominalisierte Form des Verbs. Wenn wir während benutzen, benutzen wir einen Verbalsatz. Das heißt, während ist schon ein bisschen schwieriger, denn es kann entweder im Genitiv stehen oder mit einem Verbalsatz. Es kommt auf den Kontext an. Im Englischen haben wir 2 Wörter, while oder during. Okay, und die letzte Präposition kennt ihr schon, aber der nächste Schritt mit in ist auszudrücken, wo ich jetzt gerade bin. Also meine momentane Position oder auch, wo ich etwas Bestimmtes mache. Ja. Zum Beispiel, ich bin im Supermarkt. I am in the supermarket. Auch im Englischen haben wir hier in. Oder ich bin jetzt in Südkorea. Du wohnst in Tokio oder ich stehe in der großen Halle. Wie ihr seht, wird natürlich bei gewissen Orten, also bei den meisten Ländern und bei Städten, kein Artikel hinzugefügt. Aber wenn wir zum Beispiel den Supermarkt oder die große Halle haben, brauchen wir auch den Dativartikel, wenn wir ausdrücken, wo wir sind oder wo wir etwas machen. Aber auf der rechten Seite habe ich euch zur Gegenüberstellung auch die jeweiligen Varianten im Akkusativ geschrieben, beziehungsweise auch hier, wenn wir Länder haben, wo wir hingehen, dann haben wir keinen Artikel, sondern wir benutzen normalerweise die Präposition nach. Außer wenn ich zum Beispiel in die Schweiz gehe oder in die Türkei oder in den Irak, dann benutzen wir in und den Akkusativartikel, aber nicht für Südkorea oder Tokio.
Aber ich gehe in den Supermarkt. Ihr könnt auch sagen, ich gehe zum Supermarkt. Zu dem, zu benötigt hier den Dativ. Beides ist korrekt. Und in der Hausaufgabe haben einige von euch zu benutzt und andere in. Das fand ich super interessant. Aber beides habt ihr korrekt benutzt. Top. Oder ich gehe in die große Halle. Gut, also es kommt auch hier sehr stark auf das Verb bzw. den Kontext an. Wenn ihr irgendwo seid und dort etwas macht und ihr wollt ausdrücken, wo ihr seid, ist es der Dativ. Und wenn ihr sagen möchtet, wo ihr hingeht, also eine Richtung impliziert, dann braucht ihr normalerweise den Akkusativ. Okay, das war's schon für heute. Ich überlege noch, wie wir am besten weitermachen, bevor der Online-Unterricht startet. Ich habe euch hier mal eine optionale Aufgabe noch gegeben, die ihr nicht machen müsst. Es ist einfach nur als Angebot für Hilfe. Und zwar könnt ihr, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr die heutigen Präpositionen perfekt verstanden habt, mir Sätze schreiben, in denen ihr die Präposition und den dazugehörigen Kasus benutzt. Und diese Sätze könnt ihr mir schicken und ich schaue drüber und gebe euch Feedback. So, müsst ihr nicht, könnt ihr aber machen, könnt ihr auch später noch machen. Ich biete meine Hilfe auf jeden Fall an und ja, wir sehen uns die Tage.